3, 2, 1. Ja, hallo liebe Leute, hier der nächste Livestream von Tutorius. Hier soll es um einen neuen Logic Analyzer gehen. Der Logic Analyzer, das ist so ein Teil, das habe ich aus China bestellt. Können wir mal gerade schauen. Das ist das Teil hier, 5,66 € plus Fracht. Ich habe da aber weniger für ausgegeben als das, was hier steht. Das hat, ich glaube, nur unter 7 Euro ist das Ding rausgegangen. Ich glaube, da wird er wahrscheinlich hier mehr als 20% gestanden haben. Das geht bei AliExpress, geht schon mal hoch runter. Da habe ich wirklich ein Schnäppchen gemacht, aber für den Preis ist das Teil auch, denke ich mal, völlig in Ordnung, der hier jetzt angeboten wird. So, dieser Logic Analyzer, den kann man sich hier so anschauen. So wird er geliefert mit so einem 10-poligen Kabel. Dann hier so ein Stecker dran. Da muss man die hier wirklich so manuell aufstecken und das USB-Kabel für den Anschluss. Und hier sind dann noch weitere Aufnahmen davon. Die Aufschrift auf dem Ding ist ein bisschen anders. Das ist nämlich hier falsch. Ground und Ground Power. Eins davon ist bei mir als Clock gezeigt. Das ist der hier, da steht CLK und beim anderen steht CND statt GND. Also ist halt pures China. So, dann würde ich sagen, ich mache mal die Webcam an. Wir können das hier zumachen und die Webcam, muss ich mal gerade schauen, wo haben wir die? So, jetzt müsstet ihr die Webcam sehen. Und da können wir uns das Teil mal gerade anschauen. Das ist der Logic Analyzer hier. Der steht auf dem Kopf. Das geht nicht anders hier in dieser Konfiguration. Hier sind die Kabel angesteckt. Die sind leider von der Sortierung nicht so ganz durchgehend, weil man möchte ja auch in dem Programm dann hinterher genau dieselben Farben haben, die man hier als Kabel nutzt. Das schwarze Kabel, das habe ich als Ground genommen und dann habe ich das weiße Kabel hier als Kanal 0 oder die nennen es hier Channel 1. Also Kanal 1 ist das weiße Kabel und dann geht es weiter mit Braun, Rot und so weiter. Und das nennt man hier Braun, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett und Grau. Wobei das Graue ist dann der Clock. Also das sind 8 Kanäle, was das Ding hat. Und hier ist die Schaltung. Das ist ein Atmega 8. Und hier ist das auch entsprechend reingepackt. Die allerdings nur 5 von diesen Kanälen, weil für mehr habe ich im Moment keinen Pfosten gehabt und das reicht mir auch für das Zeigen. So, das ist hier wieder mit dem Programmierinterface, mit dem Atmel Programmierinterface, wie heißt es, AVR ESP2. Und okay, mehr muss man da nicht zu sagen. Das braucht jetzt nur noch Strom. Das machen wir mal gerade dran. So, braun, das muss dahin. Das ist hier in dem Aufbau ein bisschen kompliziert. Nur das war daneben. So muss das Ganze. So, jetzt hat das Ding auch Saft. Der AVR, das Programmiergerät, sagt schon, ja, ich kann. Und dann müssen wir erstmal eine Software dafür machen. Ich habe hier so einen Rumpf von der Software. Das sind einmal die ganzen Interrupts, die nicht genutzt werden. Dann haben wir hier die Reset-Routine. Da wird der Stackpointer gesetzt und das Statusregister auf Interrupts eingestellt. Mehr noch nicht. Und ich habe die Interrupt-Routine für den Timer 0 8-Bit. Die habe ich herausgelegt. Die macht aber im Moment auch noch nichts. Sie macht nur Clear Interrupt, Set Interrupt und Return vom Interrupt. So, dazwischen muss auch noch der ganze Code geschrieben werden. Das möchte ich mit euch zusammen machen. Das heißt, wo fangen wir an? Ich habe hier 2 Temp-Register definiert, R16, R17, Temp 1, Temp 2 und mehr noch nicht. So, das heißt, hier müssen jetzt erstmal die Ports definiert werden, die wir nutzen wollen. Das heißt, ich fange an, der Port C ist der, den ich nutze.
Und dann schreiben wir das hier auch in den Kommentar. Port C als Ausgabe definieren. Machen wir ruhig mit Pull-up. Ach, Quatsch, beim Ausgang ist doch. Als Ausgabe definieren spielt es keine Rolle. So, dann Eingang brauchen wir hier nicht. Da ist noch auf der Platine so ein Schalter, der ist aber noch aus der letzten Anwendung drauf, den werden wir nicht verbinden. So, wie machen wir das? Port C als Ausgabe. Also wir machen erstmal LDI, temp 1,0x. Und jetzt kommt's. Ich habe hier, wie gesagt, 5 Bits angesteuert. Das heißt, 4 Bits sind F und das 5. Bit, das ist 1. Das heißt, 1F sind die Bits, die ich jetzt setze für die Ausgabe, damit eben der Port weiß, dass er 5 Bits als Ausgabe nutzen soll. Und das wird out. Und dann ist das DDRC, temp 1 Data Direction Register für den Port C. So, dann müssen wir hier oben noch mal kurz eine Variable definieren, also ein Register, und zwar, das nennen wir tport für Taktport gleich R18, und das setzen wir hier unten auch. Das setzen wir auf 0. Und gehen wir auch direkt hier aus, also LDI tport, 0x00 out. Und jetzt kommt Port D, tport. So, das ist aber Port C, muss das sein. So, jetzt können wir F8 drücken und dann sieht man, ist alles in Ordnung. Jo, im Moment habe ich noch keinen Müll programmiert. So, jetzt den Port C haben wir, dann kommt nun der Timer. Timer 08-Bit setzen. Ich schreibe da jetzt nicht mehr zu. Ich mache verschiedene Sachen. Und um zu sehen, was ich mit dem Chip machen kann, habe ich hier irgendwo, wo ist er denn? Da haben wir der Pinout, da brauchen wir jetzt nicht mehr dran. Und hier können wir dann auf die 8-Bit Timer Counter Register Description gehen. Und dann haben wir hier das Timer Counter Control Register TCR 0. Und da haben wir die 3 Bits CS00, CS01 und CS02. Und hier überlegen wir uns jetzt, was für ein Teilungsverhältnis möchten wir denn machen. Ich würde sagen, 64 und 8-Bit sollten wir uns anschauen. Und da zeige ich euch jetzt, wie wir das machen. Das heißt, LDI temp 1, und da kommt jetzt was hin, was wirklich cool ist. Und zwar diese CS01, 02, 03, die sind alle als Konstanten drin. Und zwar mit der Anzahl der Shifts, die benötigen. Das heißt, da kann ich jetzt hier, ich kann natürlich manuell jetzt schreiben 0x und dann schreibe ich da das Bit hin. Das ist aber hier wesentlich cooler. Das heißt, ich möchte jetzt erst einmal CS00 und CS01 setzen. Das heißt, da schreiben wir 1, dann kommen 2 solche Pfeile nach links und dahinter kommt dann CS00. Ist das richtig? CS00, ja. Und dann kommt da ein Pipe-Signal hin, das ist oder, und dann 1 Shift CS01. Gleichzeitig machen wir hier drunter denselben nochmal. Und da machen wir nur 1 Shift und CS01. Das ist dann den machen wir aber mit dem Semikolon, damit er nicht aktiv ist. Das ist jetzt hier geteilt durch 64 und das wäre geteilt durch 8. So, machen wir gerade, habe ich alles richtig? Jo, sieht gut aus. Damit haben wir schon mal das erste Register des Timers gesetzt. Dann gucken wir hier nach, was haben wir hier noch? Wichtig,
Timmask. Welcher Interrupt? Das ist hier der TOIE 0. Der muss gesetzt werden. Das können wir genauso machen. LDI Temp 1, und da kann man jetzt das schreiben TOIE 0. Und zwar 1 Shift TOIE 0. So, jetzt kann man hier noch was hinschreiben. Zum Beispiel hier, das ist Takt durch 64. Und das hier ist Takt durch 8. Kann man die noch ein bisschen auseinanderziehen. Und das hier ist Interrupt Timer 0 Overflow. So, damit sind wir eigentlich fertig mit dem Part hier im Reset. Danach kommen die 3 Knobs und den Loop. Und hier haben wir jetzt die Interrupt-Routine. Da soll jetzt was passieren. Und da ich da oben Temp 1 nutze, werde ich das hier überhaupt brauchen. Ja, werde ich brauchen. Das heißt, ich mache nach dem CLI, da machen wir ein Push Temp 1, dann wird die Temp 1 Variable, also Register 16, auf den Stack gepackt. Und bevor das SEI kommt, machen wir wieder ein Pop Temp 1. Dann können wir hier zwischen das Temp 1 benutzen, ohne das eventuell für jemanden hier oben zu zerschreiben. So, jetzt machen wir hier einmal Inc T-Port. Move T-Port, Move Temp 1, T-Port an die Temp 1, so, das schreibe ich jetzt aber wirklich von Hand. 1F und Out Port C. Die schreibe ich immer ganz gerne groß. Ich glaube, es spielt keine Rolle. Gucken wir mal gerade F8. Da ist irgendwo was falsch. Out needs a second operand. Ja, natürlich. Da muss ein Temp 1 hin. So, dann haben wir die Kompilierung beendet. Die ist fertig. Das heißt, ich kann jetzt Shift F9 drücken und damit übertrage ich das Programm auf den Chip. Und das hat jetzt auch einwandfrei geklappt. Der läuft jetzt also mit dem neuen Programm hier. Jetzt gibt es ein Programm hier, da muss ich jetzt einmal schauen, ob ich das schon offen habe. Also Punkt 1 ist, ihr könnt es mal gerade anschauen, das ist jetzt die Schaltung, die wir hier vorliegen haben. Also das ist der Port hier für die Programmierung. Das ist der Stromanschluss, der sieht dann ein bisschen anders aus als hier. Da habe ich halt 3 Pinne. So, das ist der Chip. Hier ist der Port C mit den Bits 0 bis 4 ausgeführt. Das Bit 6. Anschluss ist Ground. Der ist hier unten hin verbunden. Und hier haben wir noch PB3, 4 und 5. Die sind hier an den Programmieranschluss verbunden. So, das Ganze sieht so auf der Platine aus und sieht dann so als Platine aus. Und dann kann man sich das hier entsprechend drehen und kann sich anschauen, wenn man das wirklich mal produzieren würde, wie das aussehen würde. Macht natürlich keinen Sinn, so ein kleines Ding zu produzieren, es sei denn, man will es unbedingt. So, jetzt gucke ich mal, wir haben es offen. Das heißt, das ist jetzt das Programm, was mit diesem Logic Analyzer zusammenspielt. Und das scheint aber im Moment nicht korrekt verbunden zu sein. Starten wir es einmal neu. So, dann müssen wir einmal hier wieder hin und das ist
Pulse View, was ich da nutze. Und irgendwas scheine ich falsch gemacht zu haben. Also der taktet zwar, es läuft, aber es kommen keine Signale. Das ist das eben, wenn man sowas frisch programmiert, dass man da auch schon mal Müll reinmacht. Und zwar der Müll ist hier Temp, T-Port, Ink T-Port, Temp 1, Push Temp 1. So, das sieht eigentlich alles korrekt aus. Gucken wir nochmal hier oben. Wo haben wir vielleicht hier einen Fehler gemacht? Das ist korrekt. Port C. Habe ich da auch Port C genutzt? Ja, habe ich. Out Port C, T-Port. Ist das überhaupt Port C und nicht Port D? Na, ich denke, ich bin schon ziemlich sicher. Aber das können wir mal gerade gucken. So, die Pin-Konfiguration, das sind die hier, das sind die C-Ports, die ich da verbunden habe. Das ist schon richtig. So, dann wird es wohl mit dem Timer zusammenhängen. So, gucken wir uns das mal an. CS0, CS01. Durch 64. Ja. Ja, da fehlt das Wichtigste. Und zwar die Ausgabe. Und zwar, da muss natürlich hin, out. Und dann ist das Register, das müssen wir uns den Namen hier mal gerade, TCCR0, Champ 1. Und hier, da muss auch ein Ausgang hin, out. Und das ist TIMSK. Das sehen wir hier. TIMSK. Null natürlich dahinter, ne? TIMSK. Nee, Quatsch, das ist für alle fällig und da kommt auch ein Champ 1 dahinter. So, schauen wir uns doch mal an. Compiling funktioniert. Wir schreiben das Programm, wechseln in das Analyseprogramm hier und starten. Und da sieht man, da funktioniert es. So sieht das Ganze aus. Dann kann man das anhalten. Jetzt kann man hier reinzoomen und kann hier auf dieses Knöpfchen hier drücken. Wenn da nichts passiert, nochmal draufklicken. Dann hat man hier so einen Bereich und der rastet hier, wenn man mit dieser geringen Samplerate von 20 Kilohertz samplet, rastet der hier so wunderbar ein. Und dann sieht man hier 250,000028. Das sind 10 Nullen und dann 2,8. Dann kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel Megahertz oder wie viel Hertz macht denn der Prozessor, ohne dass er irgendein Quarz nutzt. Das heißt, da gehen wir jetzt hier ein. Wir haben die Hertz hier 250, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 8. So, und das wird multipliziert mal 64, das ist das Teilungsverhältnis, und multipliziert mit 256, das ist dieser Timer hat ja einen 8-Bit-Timer, der zählt also immer von 0 bis 255 und dann macht er den Interrupt. Das heißt, wir haben hier wirklich 4
0,096 MHz. Das sind 4 MHz, 4096. Das ist also im Zweierkomplement, wenn die Megaherzen hier generiert. Und das dahinter, das ist die Ungenauigkeit. Das ist also so gut wie nichts. So, wenn wir jetzt das hier mal minus 4096000 zählen, dann ist das die Ungenauigkeit. Und die können wir jetzt mal vervielfältigen mit, das ist ja eine Frequenz, also 0,00459 Hertz ist die Ungenauigkeit. Dann multiplizieren wir das mit 60 und nochmal 60, dann haben wir Stunden. Dann multiplizieren wir das mit 24. Das heißt, diese Uhr hätte 0,03 Sekunden oder 0,04 Sekunden pro Tag. So, dann machen wir das mal 30. Also im Monat 1,18, also 1,19 Sekunden würde die Uhr falsch gehen. Und das ohne, dass das Teil einen Quarz hat. Also da sagt nochmal jemand, dass die RC-Generatoren in diesen Chips schlecht wären. Man kann jetzt auch dran gehen, wenn man sagt, ich will nicht diese 4096 oder 4096 Hertz haben oder 4,096 Megahertz. Ich will genau 4 Megahertz haben. Dann gibt es da auch eine Lösung für. Da kann man jetzt hergehen, kann hier in die Anleitung. Und dann guckt man hier System Clock and Clock Options und Clock Sources, und dann haben wir hier den Calibrated Internal RC Oscillator, und den sucht man sich jetzt hier raus. So, irgendwann kommt der hier. Dann sehen wir hier, ich habe den auf 4 MHz gesetzt, standardmäßig ist er auf 1 MHz. Ich habe den auf 4 gesetzt, und dann gibt es dazu einen Kalibrierungswert, den man entsprechend setzen kann. Der ist vom Hersteller direkt auf einen Wert gesetzt, dass diese 4096 sehr genau eingehalten werden. Das Register heißt OSC-CAL, also Oscillator Calibration, übersetzt frei. Und da kann man jetzt hergehen ins Programm, und da gehen wir an die Stelle hier, bevor er den Timer setzt. Am besten hier ganz oben. So, noch ohne das Interrupt aktiviert sind. Da machen wir jetzt LDE Temp 1,0x7F. Das ist so die so in der Mitte der Wert, und dann haben wir hier Out, und dann müssen wir wieder gucken, OSC CAL, Temp 1, und dann kompilieren wir das, spielen das drauf, gehen hier rein und lassen das nochmal abspielen. Das heißt, einfach Leertaste drücken oder hier auf Starten, anhalten, und dann können wir wieder hier das Teil einblenden, und dann machen wir das von da bis da. Und da sehen wir jetzt hier, das ist bei 198, also bei knapp 200 Hertz gelandet. Also 198,02 nehme ich jetzt einfach mal mal 64 mal 256. Da landen wir bei 3,24 MHz, also viel zu langsam. Also gehen wir hierher, und ich habe vorhin natürlich schon ein bisschen rumprobiert. Dann machen wir mal irgendwas mit 0 AB rein und tippen mal F8, lassen das laufen, dann Shift F9, übertragen.
und wieder hier ins Programm wieder neu einspielen lassen. Machen wir den von da nach da. 247. Wohin müssen wir überhaupt? Wir müssen bei irgendwas von 244 landen. Das heißt, wenn wir die 4 MHz geteilt durch 256 geteilt durch 64 bei 244,14 müssen wir landen, um genau 4 MHz hinzubekommen. Jetzt sind wir hier bei 246, also ein bisschen zu langsam. Ne, Quatsch. Zu schnell. Also muss der Wert hier ein bisschen kleiner werden. Also geht man hierher, macht da mal ein AA raus. Das müsste dann langsamer werden. Ich hoffe, aber das werden wir jetzt sehen. So, überspielt. Und wieder starten. So, dann können wir den hier jetzt messen. 246,91. Ich glaube, der ist noch schneller geworden, ne? Kann aber eigentlich nicht sein. Machen wir mal A0, F8, Shift F9. Ist überspielt. Neu starten. Was haben wir jetzt hier? 235, das ist viel zu langsam. A4. Ich nehme immer die falsche das Mausrädchen im falschen Moment mit den falschen Tasten. 240. Okay, dann machen wir da jetzt mal eine A8 hin. F8, Shift F9 und dann können wir wieder hier starten. Das ist in manchen Programmen so, in anderen so, da muss man sich wirklich drauf einlassen. Dann machen wir das hier wieder auf. Hätte ich schon direkt so nehmen können. 46. Okay, 244 brauchen wir, also einen kleiner. Wo haben wir hier 8? Dann machen wir A7. So, diesmal aber richtig. So. Einmal da. Einmal da. 243,9. Ich denke mal, genauer werden wir es nicht hinkriegen. Das heißt, A8 ist drüber, A7 ist drunter. Also muss man sich jetzt überlegen. Also das wäre jetzt ein Takt von 4 MHz statt den 4096. Und da sieht man, was man mit den Teilen alles so machen kann. Und jetzt kann das Ding natürlich nicht nur mit 20 Kilohertz samplen, sondern ich kann das hier einstellen auf 1 Megahertz. Und dann kann ich das auch laufen lassen. Dann stoppt er ziemlich schnell. Und da geht das jetzt mit dem Einrasten nicht mehr. Das heißt, da geht man jetzt her und muss das wirklich hier so ranführen. Und da rein zoomen. Und da sieht man schon, da sind die Pünktchen wesentlich kleiner. Der Abstand zwischen den Pünktchen. Dann gehen wir hier nach da und ziehen den auch bis da. Und dann haben wir jetzt 242,71. Das ist schon ein Tacken viel zu langsam. Also gehen wir nochmal hierher, machen hier eine A8 hin. Nochmal F8 und Shift F9. Nochmal laufen lassen. Und dann können wir hier wieder die so ungefähr da dran packen.
Und hier vorne auch. ...244,73. Okay, der ist doch weitaus besser. Also das ist jetzt, wenn wir das jetzt ausrechnen, 244,74. Okay, gehen wir in den Taschenrechner. 244,74 mal 256 mal 64 sind 4,0098 Megahertz. Und nehme ich den anderen Wert, dann werde ich unter den 4 Megahertz liegen. Welchen man da jetzt nimmt, also das Beste ist wirklich den Standardwert zu nehmen, weil da ist das Teil echt super gut kalibriert. Okay, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit beende ich diesen Livestream auch. Ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht. Zeigt euch, wie cool solche Teile sind, die man für wenig Geld aus China zuschicken kann. Das kann man auch hier in Deutschland kaufen. Ist auch nicht unbezahlbar. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Livestream. Beziehungsweise, da möchte ich was ankündigen. Ich werde jetzt erstmal so eine Zeit lang keine Livestreams und auch wahrscheinlich keine Videos machen können. Es kann durchaus sein, dass es 2, 3 oder 4 Wochen dauert. Das wird sich zeigen. Also würde mich freuen, wenn ihr dann währenddessen meine anderen Videos schauen könnt. Und damit nochmal danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.